das Schöne an Musik und warum ich Musik so lieb, ist, dass Musik, es kann jeden Moment noch so viel schöner machen. Ich möchte mit dem Album mein Publikum und den Zuhörer mitnehmen auf eine mitreißende Reise entlang der Donau, also den ganzen Weg von der Quelle bis zur Mündung. Natürlich passiert auf diesem Weg unheimlich viel, also Veränderungen, Einwirkungen von außen. Mal fließt schneller, mal langsamer, es wird mehr, es wird weniger, es fließt was zu, es fließt was ab, aber im Kern bleibt es ja wirklich immer dasselbe Wasser, das diese ganzen Veränderungen durchlebt. Das Album ist sozusagen ein Versuch, also den Fluss und seine Geschichten oder Geschichte nicht einfach vorbeiziehen zu lassen, sondern Teil von ihm zu werden, so von einem Betrachtenden von außen zu einem Entdecker aus dem Inneren. Ein sehr wichtiger Aspekt dabei war auf jeden Fall auch Eindrücke vor Ort zu sammeln. Also bei diversen Ausflügen und Reisen habe ich versucht, die Aura der Donau sozusagen irgendwie aufzusaugen, Menschen kennenzulernen, die Kulturen zu erleben dort. Und gleichzeitig aber auch ein bisschen absurd, weil wenn man dann nachts zum Beispiel, man sitzt da unter dem Sternenhimmel, immer noch diese Ruhe oder am Schwarzen Meer, nur das Rauschen des Meeres ist einfach schön, kann man sagen. Und dann aber, wenn man dran denkt, nur wenige Kilometer nördlich ist die Grenze zur Ukraine und da herrscht einfach Krieg. Ne? Also das ist auch, es ist dann so nah, diese Diskrepanz ist einfach irgendwie auch erschreckend, wenn man darüber nachdenkt. Gerade wenn unterschiedliche Kulturen oder auch Musiktraditionen zusammentreffen, daraus wieder was Neues schaffen, das ist ja wirklich das, also gerade diese Vielfalt ist ja wirklich das, woraus tolle Sachen entstehen können, was uns als Bevölkerung oder als Menschen auch ausmacht. Ne? Also das macht es ja erst besonders. Also es gibt ganz viele Gäste auf dem Album, also wir haben zum Beispiel Odessa Six dabei, ein Streicherensemble, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflüchtet sind und jetzt im Allgäu leben mittlerweile. Dann gibt es noch ein Stück mit der Seeger Saitenmusik, eine richtig coole Truppe, Volksmusik, traditionelle Volksmusik, Ensemble, tolle Solisten, Raffaella Gromes ist dabei, Christina Sukla, Alek Lusig und ganz viel einfach, um eben diese Vielfalt auf dem Album repräsentiert zu kriegen.
Ja, mitten während den Arbeiten am Album gab es dann leider noch einen ziemlich harten Einschnitt. Also ich hatte einen Herzinfarkt mit 33. Also da hat wirklich aus dem Nichts das Leben mal kurz Stopp gesagt. Und das war natürlich ein Riesenschock. Hat sich definitiv auch jetzt in diesem Album wiedergespiegelt. Also ich habe es danach einfach irgendwie anders gespürt. Das, was davor, was ich gut gefunden habe, hat mir dann nicht mehr gefallen. Ich habe mir gedacht, nee, ich muss da irgendwie noch, da fehlt noch was, ich muss da noch mehr reinpacken. Was für eine Kraft und Power Musik hat, ich finde es ist einfach genial und ich liebe die Musik einfach, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.